Kein Lebewesen kann ohne Phosphor existieren. Egal ob Mensch, Tier, Pflanze oder Pilz. Ja, sogar für Bakterien ist es lebensnotwendig. Jeder erwachsene Mensch benötigt täglich 700 Milligramm dieses Elements. Es erfüllt eine Schlüsselfunktion für die Mineralisation und Stabilität von Knochen sowie Zähnen. Phosphor spielt aber auch eine zentrale Rolle im Zellstoffwechsel aller Lebewesen und ist beispielsweise in Form von Adenosintriphosphat unersetzlich für die Energiebereitstellung in den Zellen. Außerdem ist Phosphat unersetzlicher Bestandteil von Enzymen sowie Baustein der DNS und RNS. Da auch Nutzpflanzen auf die tägliche Versorgung mit Phosphaten angewiesen sind, werden jährlich allein in Deutschland rund 150.000 Tonnen Phosphor aus Rohphosphaten für die Pflanzenproduktion als Dünger importiert. Das entspräche einem Güterzug mit fast 7.000 Waggons reinen Phosphors. Weltweit verbraucht die Düngemittelindustrie ungefähr 90% der abgebauten Rohphosphatvorkommen. Da sich nur in wenigen Ländern Rohphosphate mit ökonomisch vertretbaren Methoden gewinnen lassen und Ressourcen begrenzt sind, gehen Schätzungen davon aus, dass die zugänglichen Bestände an Rohphosphaten in 50 bis 130 Jahren erschöpft sein werden. Dem hohen Bedarf stehen eine ineffiziente Nutzung dieser Vorkommen, offene Stoffströme und die daraus resultierenden Umweltschäden gegenüber. Nur etwa ein Viertel des ausgebrachten Phosphordüngers wird im ersten Jahr tatsächlich von der Pflanze aufgenommen und genutzt. Der Rest verbleibt im Boden. Wenn er dort nicht ausreichend festgehalten wird, gelangt er mit dem Regen in Grundwasser, Seen, Flüsse und schließlich Meere. Jährlich gelangen in Deutschland etwa 24.000 Tonnen Phosphor aus der Pflanzenproduktion in die Gewässer. Das entspräche etwa 1.000 Waggons mit reinem Phosphor. Die Phosphatüberschüsse, die in die Gewässer gelangen, schaden der Umwelt, da sie sogenannte Algenblüten verursachen können. Längerfristig führt das zur Gewässereutrophierung mit ihren zahlreichen negativen ökologischen wie ökonomischen Auswirkungen. Neben den in Deutschland produzierten Futtermitteln für Nutztiere werden jährlich weitere 120.000 Tonnen Phosphor in Form von Futtermitteln oder Futterphosphaten nach Deutschland importiert. So gelangen hier pro Jahr insgesamt etwa 230.000 Tonnen Phosphor in Form von Gülle oder Mist aus der Tierhaltung auf die Felder. Durch die gleichzeitige Ausbringung von organischer Substanz mit dem Phosphor können sowohl die Bodenfruchtbarkeit als auch das Bodenleben verbessert werden. Aber auch hier besteht die Gefahr der Phosphorauswaschung, die für den Landwirt oft nur schwer kalkulierbar ist, sodass Phosphor auch hier verstärkt in Gewässer gelangen kann. Es besteht auf der einen Seite sowohl in der Pflanzen- als auch in der Tierproduktion ein hoher Phosphorbedarf für einen hohen Ertrag. Aber auf der anderen Seite besteht die Gefahr von hohen Verlusten durch eine ineffiziente Nutzung. In dieser komplexen Problematik forschen mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus MV interdisziplinär zusammen. Die Universität Rostock und 5 Leibniz-Institute bündeln ihre Kompetenzen im Leibniz-Wissenschaftscampus Phosphorforschung Rostock. Der P-Campus hat 5 Forschungsschwerpunkte: Phosphor in der Umwelt, Phosphoreffizienz, Phosphor in der Katalyse, Phosphor in der molekularen Biologie und Phosphor Governance. Ziel ist es, die negativen Folgen für die Umwelt zu reduzieren und den Umgang mit Phosphor optimaler zu gestalten, zum Beispiel durch den reduzierten Einsatz von Phosphor und seine Rückgewinnung. Eine angepasste Düngung kann wesentlich dazu beitragen, Phosphor effizient zu nutzen und Phosphorverluste zu vermeiden. An der Universität Rostock wird seit über 20 Jahren in einem Dauerversuch getestet, wie sich Düngevarianten auf den Phosphorgehalt im Boden und das Wachstum von Pflanzen auswirken. Hier zeigt sich, dass Pflanzen auch selbst zu ihrer Phosphorversorgung und zur Phosphoreffizienz beitragen können. Phosphoreffiziente Pflanzen sind in der Lage, im Boden fester gebundenes Phosphor pflanzenverfügbar zu machen, indem sie zum Beispiel Enzyme
oder Säuren abgeben. Werden phosphoreffiziente und phosphorineffiziente Pflanzen gemeinsam im Mischanbau angebaut, lassen sich Düngemittel einsparen. Darüber hinaus wird die Biodiversität gefördert. Leguminosen, wie hier die Luzerne oder der Rotklee, haben einen relativ hohen Phosphorbedarf und verfügen häufig über effektive Möglichkeiten zur Phosphormobilisierung. Aber es gibt Unterschiede zwischen den Genotypen einer Art. Die Luzernensorte A bildet unabhängig von der Phosphorversorgung vergleichbare Erträge. Sie hat eine höhere Phosphoreffizienz, während die Luzernensorte B unter Phosphormangel deutlich geringere Erträge liefert. Ihre Phosphoreffizienz ist also geringer. Gemeinsam mit dem IPK wird unter anderem der Frage nachgegangen, warum verschiedene Sorten bei gleicher Phosphormenge im Boden unterschiedlich wachsen. Dabei werden Stoffwechselwege auf zellulärer Ebene untersucht. Da die Züchtung von Pflanzensorten bis zu 10 Jahre dauern kann, wird zudem nach genetischen Markern gesucht, die schon zu Beginn des Zuchtprozesses die Identifizierung von phosphoreffizienten Genotypen ermöglichen. Auch in der Tierhaltung spielt Phosphoreffizienz eine große Rolle. Am Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf wird daher beispielsweise an der Phosphoreffizienz von Schweinen geforscht. Es soll weniger Phosphor in den tierischen Ausscheidungen verbleiben, aber gleichzeitig die tierische Gesundheit sichergestellt sein. Dazu muss der Futterphosphor zum einen möglichst gut bioverfügbar und so für das Tier aufnehmbar sein, und zum anderen sollte das Tier insgesamt weniger Phosphor im Futter benötigen, also effizienter nutzen können. Eine weitere Möglichkeit eines beinahe geschlossenen Nährstoffkreislaufes untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Aquaponik. Hier wird im Fischglashaus der Universität Rostock eine Kombination von Fischzucht und Pflanzenproduktion erforscht. Ziel ist, auf diese Art Nährstoffkreisläufe weitestgehend zu schließen und das gemeinsame Wachstum von Fischen sowie Pflanzen zu optimieren. Auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft sollen derzeit offene Stoffströme in weitestgehend geschlossene Nutzungskreisläufe überführt werden. Nur etwa 15% des Klärschlamms werden landwirtschaftlich verwertet. Über 1 Million Tonnen werden verbrannt. Würde man die ca. 45.000 Tonnen Phosphor des jährlich in Deutschland anfallenden Klärschlamms wiederverwerten, ließe sich gut 1/3 des Mineraldüngerphosphors einsparen. Die Landwirtschaft wäre so unabhängiger von Rohphosphaten und eine echte Kreislaufwirtschaft könnte etabliert werden. Die dringend notwendigen Veränderungen der Wirtschaftsweise erfordern aber auch eine gezielte Betrachtung der bestehenden Gesetzgebung. Wie müssten die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert werden, um eine nachhaltige Phosphornutzung wirtschaftlich attraktiv zu gestalten? Am Leibniz-Institut für Ostseeforschung und der Universität Rostock wird darüber hinaus untersucht, welche Wege die offenen Phosphorströme in der Umwelt nehmen. Wie wird Phosphor beispielsweise im Sediment der Gewässer angereichert und wieder daraus gelöst? Wie genau entsteht eigentlich eine Blaualgenblüte in der Ostsee? Hier verursacht der massive Sauerstoffverbrauch beim Biomasseabbau große sauerstofffreie Zonen in der tieferen Ostsee. Die Ausdehnung dieser anoxischen Zonen variiert jährlich in Abhängigkeit von Temperatur- und Strömungsverhältnissen. In diesen Zonen können keine höheren Organismen mehr leben. Darüber hinaus kann der sedimentgebundene Phosphor freigesetzt werden und erneut die Blaualgenblüte befördern. Das Element Phosphor kann verschiedenste Verknüpfungen mit anderen Elementen eingehen. Daraus ergeben sich Verbindungen mit unterschiedlichsten Strukturen und Eigenschaften. Aus diesem Grund finden sich phosphorhaltige Verbindungen in fast allen Bereichen der Chemie und des täglichen Lebens. Phosphor ist auch eines der Schlüsselelemente in den Bereichen Synthese und Katalyse. Die Katalyse ist die Wissenschaft über die Steuerung chemischer Reaktionen mit dem Ziel, diese schneller, selektiver und energieeffizienter ablaufen zu lassen. Katalysatoren greifen in eine Reaktion ein, ohne selbst Teil des Produktes zu sein. Sie fungieren als Vermittler und weisen jedem Molekül den richtigen Weg zum jeweiligen Produkt. Auf diese Weise können chemische Reaktionen viel effizienter ablaufen.
Das spart Energie, Rohstoffe und vermeidet Abfall. Gleichzeitig werden die Reaktionen beschleunigt. Im Idealfall entfallen anschließende Aufreinigungsschritte, was den Energiebedarf und den Materialeinsatz zusätzlich senkt. Viele Katalysatoren bestehen in der Regel aus einem Metallzentrum, das von einem organischen Gerüst umgeben ist, welches oft Phosphoratome enthält. Diese phosphorhaltigen Liganden sind der Schlüssel zur Selektivität und Aktivität der Katalysatoren. So vielseitig wie das Element Phosphor und dessen Anwendungen in der Chemie sind auch die Forschungsarbeiten, die wir in unserem Verbund durchführen. Mit verschiedenen Partnern widmen wir uns spannenden Herausforderungen wie der Nutzbarmachung von Luftstickstoff oder des Abfallproduktes CO2 als Rohstoff. Unsere Forschungen haben unter anderem den Nachweis von Glyphosat-Abbauprodukten unterstützt und bahnbrechende Optimierungen in der Polymerindustrie ermöglicht. Auch potenzielle Anwendungen in der Krebstherapie sind Teil unserer Untersuchungen. Um unsere Umwelt zu erhalten, leisten Forscherinnen und Forscher verschiedener Institute einen großen Beitrag zur Entwicklung energie- und ressourceneffizienter Prozesse im Sinne einer nachhaltigen Chemie. Phosphor ist ein wichtiges Element für alle Organismen und auch für uns Menschen. Es kommt in der Natur, in geologischen Lagerstätten vor und jedes Lebewesen braucht Phosphor. Phosphor ist allerdings auch selten und wird immer seltener, da Phosphor auf einer Einbahnstraße sich befindet, von den geologischen Lagerstätten über die Pflanzen- und Tierproduktion bis ins Meer. Rückführung oder Recycling ist kaum möglich. Und genau hier setzt der Wissenschaftscampus Phosphorforschung in Rostock an. Mit über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 5 Leibniz-Instituten und 5 Fakultäten der Universität erforschen wir Möglichkeiten, den Phosphor besser zu verwerten und weniger zu verlieren. Einige Beispiele zeigen uns, wie effektiv das sein kann. Wenn man zum Beispiel Unterfrüchte bei Mais oder Kartoffeln ansät, kommen die Nutzpflanzen stärker an die Phosphorquellen im Boden heran und weniger Dünger muss aufgebracht werden. So fließt auch weniger Dünger in die Vorfluter, sprich die Bäche bis ins Meer. Es gibt einige Schweinerassen, die das Futter besser verwerten, weniger Phosphor brauchen, um die gleiche Fleischmenge zu produzieren und weniger Phosphor ausscheiden. So wird in den Abwässern und in der Gülle weniger Phosphor in die Umwelt eingetragen. Aus Gülle oder aus Gärresten von Biomassenproduktionsanlagen können die Reste wiederverwendet werden, getrocknet werden und dieses Phosphorpulver, dieser Dünger, auf den Feldern wieder ausgebracht werden. Die Qualität ist höher und besser als die Qualität der geologischen Phosphorquellen. Das sind alles Beispiele, an denen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allem unsere Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten, die wir in der Phosphor-Graduiertenschule ausbilden und die den Wissenschaftsstandort Rostock-Warnemünde weltweit bekannt gemacht haben. Wir wollen helfen, Phosphor sinnvoll und nützlich für die Menschen einzusetzen und wenig in die Umwelt abzugeben.